You're listening to 15 Minutes of TM1 with, brought to you by CubeWise, managing complexity in the business world. Ja, hallo zusammen. Ich habe am heutigen Tag das Vergnügen, mich mit Ben Heinl zu unterhalten, Gründer und Geschäftsführer von CubeWise. CubeWise, ein Unternehmen, ein Partner von IBM im Bereich Plan Analytics TM1 und dort ein großer und langjähriger Partner von IBM. Und es gibt einen sehr speziellen Grund, wieso wir uns heute austauschen, oder zwei spezielle Gründe. Das ist zum einen der TM1 Anwendertag, der ein fester Event ist im Kalender in der deutschsprachigen TM1-Community. Der findet dieses Jahr im Oktober statt, mit einer sehr speziellen Besonderheit, die sogenannte TM1 Weltmeisterschaft. Und Ben, das Schöne ist, du bist Amerikaner, du lebst seit langer Zeit in Australien, aber sprichst auch sehr gut Deutsch. Deswegen ist es mir ein Vergnügen, dieses Interview heute mit dir auf Deutsch zu führen. Und wie du auch weißt, wir Deutschen sind sehr strukturiert. Ich habe 2 Schlagwörter genannt. Lass uns Schritt für Schritt durch die Themen durchgehen. Das erste vielleicht zum TM1 Anwendertag. Ja, was verbindest du mit dem TM1 Anwendertag und was sind deine Erfahrungen im Zusammenhang mit diesem Event? Well, erstmal vielen Dank, Martin. Es freut mich. Hoffentlich ist mein Deutsch verständlich. Ja. Aber ja, ein TM1 Anwendertag in Deutschland ist wahrscheinlich die größte von solchen Events, die es gibt, wenn die Leute zusammenkommen, also nicht online, aber also zusammen in Großraum zusammen treffen und über TM1 reden. Deutschland hat eine lange Geschichte mit TM1 und sehr viele sehr gute Anwender und Entwickler von TM1. Und ja, ich freue mich zum ersten Mal, da dieses Jahr in Ehningen in Deutschland da mitzumachen. Und der Christian Wagner von IBM macht das jedes Jahr und viele Leute haben gesagt, das ist ein sehr guter Austausch und sehr inspirierend und ja, ich freue mich echt, da mitzumachen. Das ist schön. Das kann ich nur bestätigen. Ich bin jetzt auch seit 2015 ja bei der CubeWise, wie du weißt, und habe viele von diesen Anwendertagen persönlich mitgemacht. Und es ist immer wieder schön zu sehen, was da für eine TM1-Community zusammenkommt, was für ein interaktiver Austausch da ist. Ja, und was einfach für gute Gespräche und gute Vorstellungen oder Vorträge letztendlich stattfinden. Wie gesagt, ich war bei einigen schon in der Vergangenheit, habe so ein paar ganz spezielle Highlights. Ganz ehrlich gesagt auch so ein paar Highlights vielleicht auch aus einer CubeWise-Brille. Auch wenn du vielleicht nicht so vor Ort sein konntest in der Vergangenheit, aber du hast immer viel mitbekommen von diesen Anwendertagen. Ja, klar, ja. Du bist in regen Austausch mit Christian und so weiter. So, was sind vielleicht deine 2 Highlights der vergangenen Jahre? Es gab viele Highlights, aber zum einen war diese Lifetime Achievement Award, das Christian an Manny Perez gegeben hat. Also das war 2017 oder so ungefähr, Genau. als er das bekommen hat. Das war für Manny ja, das hat ihn echt bewegt und das hat er nicht erwartet und es ist echt schön, dass wir das auch im Film da mit reinbringen können in diese Dokumentarfilm über TM1 und Manny, die wir gemacht haben. Und dann haben wir dann diesen Film tatsächlich letztes Jahr bei dem TM1 Anwendertag gezeigt. Und ja, vielen Dank wieder an Christian, dass er da uns eingeladen hat, das da vorzuzeigen. Und ja, die sind 2 Highlights für mich, aber jetzt dieses Jahr da zu sein, das ist ein richtiger Highlight, da richtig mitzumachen. Diese Weltmeisterschaft von TM1 auch. Ja, du nimmst schon den zweiten Punkt hervor. Nochmal auf die beiden anderen Punkte zurückzukommen.
auch von meiner Seite her. Also es war extrem bewegend zu sehen. Ich würde sagen, bei Manny hatte man damals auch ein paar Tränen in den Augen gesehen. Das war einfach ein sehr, sehr schönes Warst du da? Erlebnis. Ja, ich war da. Ich An war in einem Tag? Oh Ehningen ja, an klar. dem Tag da Schön. und das war ein tolles Erlebnis und letztes Jahr irgendwie für mich auch speziell. Wie du weißt, komme ich ja gebürtig aus Deutschland, aus der Köln-Bonner Region. Der Anwendertag hat letztes Jahr in Köln Station gemacht und einfach in diesem großen Kinosaal, wo man früher viel Jugendzeit verbracht hat, dann den TM1-Film zu sehen vor so einem großen Publikum, das war auch, ja, war für mich auch einer der Highlights der letzten Jahre. Schön. Schön, ja. Meine Zuhause da in Deutschland ist da in Tübingen eigentlich in der Nähe. Ich habe in Tübingen ein paar Jahre gewohnt und Ja, ja, Ehningen ist das um die Ecke. Ja, ich freue mich wieder das stimmt. dahin zu fliegen. Kannst du noch ein paar alte Freunde besuchen und vielleicht auch eine Runde Ja, Baseball spielen. ja, vielleicht, ja. Gut, gut. Ja, ein bisschen in der Vergangenheit geschwelgt. Lass uns ein bisschen in die Zukunft gucken. Es ist gar nicht mehr so lang. 24. Oktober findet der nächste Anwendertag statt, wieder in Ehningen, im alten Zuhause, würde ich mal sagen. Wir freuen uns Ja. alle sehr drauf. Die Anmeldezahlen sehen wieder hervorragend aus. Also man wird wieder sehr aktive Diskussionen haben und Gespräche haben. Und ich habe mir die Agenda angeschaut natürlich. Wie gesagt, ein Highlight aus meiner Perspektive ist die TM1 Weltmeisterschaft. So, was ist die TM1 Weltmeisterschaft? Ich könnte sagen, das haben wir jetzt extra aus der CubeWise raus entwickelt, weil Deutschland sonst keine Weltmeisterschaft mehr gewinnt im Fußball oder in irgendeinen anderen Sportarten. Aber vielleicht ja, gibst du so ein bisschen einen Hintergrund mal und erläuterst mal so ein bisschen, was ist das, was ist die Idee hinter der TM1 Weltmeisterschaft? Ja, okay. Ja, das haben wir einfach mal hier bei CubeWise mal gedacht. Wieso nicht so ein TM1 Weltmeisterschaft zu machen? Es gibt so viele E-Sports und so von alles Möglichen und wir haben gedacht, TM1 macht Spaß, da kann man da irgendwie einen Wettbewerb draus machen und wieso nicht? Und ja, haben wir dann letztes Jahr im Oktober haben wir angefangen hier in Sydney das zu machen und dann haben wir bei unsere eigene Anwendertag hier, TM1 Anwendertag hier in Sydney gemacht und hat echt Spaß gemacht. Und John Lee hat da viel mitgemacht hier, unser Kollege. Und ja, das haben wir tatsächlich durchgeführt und hat der Dwight Smith dann gewonnen. Und dann früher im Jahr, Dwight ist dann nach London geflogen. Wir haben dann nochmal das durchgeführt, so eine TM1 Weltmeisterschaft. Und Dwight hat dann war zweiter Platz und dann hat Christian Blana von Rumänien gewonnen. Es hat echt Spaß gemacht auch wieder. Und jetzt, und dann, Christian hat dann gefragt, ob wir das bei ihm, diese dritte Wettkampf durchführen und diesmal in Deutschland und mal schauen, wer da gewinnt. Ja, also wir haben ja sehr viele schöne, wie sagt man das, Rückmeldungen oder so. Die Ja. Leute haben echt da Spaß gehabt. Das ist das Wichtigste eigentlich, wieso wir das machen, ist, damit Spaß zu haben. Wir wollen das nicht zu ernst nehmen, aber das ist richtig, ein Wettbewerb. Die Leute, die gewinnen, die sind sehr gute Entwickler. Das ist richtig und fair, wie wir das durchführen. Also das ist echt. Das ist kein Pro Wrestling oder so. Ja, das ist kein. Aber ja, da wollen wir einfach damit Spaß haben. Ja, ja. Nee, also ist meine Erfahrung auch. Ich meine, ich war leider nicht in Australien. Ich hatte nicht die Möglichkeit Ja. oder durfte nicht dorthin fliegen. Aber in London war ich natürlich bei unserer CubeWise-Konferenz, wo wir es durchgeführt haben. Und es ist einfach ein super Spirit gewesen. Also es ist meiner Meinung nach eine sehr gute Mischung aus Fun Factor, also einfach auch so ein bisschen ist nicht so ernst zu nehmen, wie du es sagst. Auf der anderen Seite aber kann jeder, der nachher in die nächste Runde kommt, und wir reden gleich ein bisschen über den Ablauf, mit Fug und Recht von sich behaupten, dass er was geleistet hat und effektiv
gewisse Skills im TM1-Bereich mitbringt. Also von daher, ich denke, wir haben in London eine ziemlich gute Mischung gefunden und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das in Ehningen auch finden werden. Ja, und wir haben jetzt eine Rangliste oder eine Tabelle von den besten TM1 Weltmeisterschaft Konkurrenten bis jetzt da gehabt. Und die Leute, die dann da mitmachen in Ehningen, dann können die auch auf diese Rangliste reinkommen. Ja, also es macht Spaß. Das ist gut, das ist gut. Nice. Dann kommt mir noch eine Frage in den Sinn. Du hattest jetzt gerade TM1-Entwickler angesprochen, das sind gute Entwickler. Wer soll mitmachen? Also ich meine, wie du weißt, in Ehningen haben wir, ich klopfe mal auf Holz, 400, 500 Teilnehmer, sehr breit gestreut. Manche sind vielleicht sehr tief in den Entwicklungsthemen drin, die anderen kennen sich sehr gut im TM1 aus, aber coden nicht so viel. Es gibt ja verschiedene Runden, die werden wir gleich noch ein bisschen erläutern. Aber wer soll mitmachen? Also, oder muss irgendjemand Angst haben, dort mitzumachen? Oder sagen wir, nein, das ist ein Event für alle, die da sind und bitte macht mit. Ja, alle sollen mitmachen, aber also IBM dürfen nicht mitmachen und CubeWise und die anderen Partner dürfen nicht mitmachen. Das ist für die Kunden mitzumachen. Ja, wir wollen, das ist ein Weltmeister aus den Entwicklern, die bei den Kunden arbeiten. Ja. Also das ist das Einzige. Aber alle, die da sind, sollen richtig da mitmachen. Es gibt 4 Runden, die wir da durchführen über den ganzen Tag. Und das fängt an, also jeder, der schon da ist, kann gleich am Anfang mitmachen. Man muss nur mit einem Handy da ein Quiz machen. Ja, das machen wir. Es ist nur 10 Fragen und es macht echt Spaß und alle machen mit und die Besten von den ersten Runde, wir werden das auf 30 oder 40 wahrscheinlich da runterbringen. Es kommt drauf an, wie viele Leute am Anfang da mitmachen. Dann haben wir noch eine zweite Runde mit einem Quiz und die besten 3 dann werden dann in den letzten Runden reinkommen. Und das heißt ein Thunderdome. Ja, wir machen dann so einen Thunderdome-Runden. Und in diese Runden dann werden die Leute richtig TM1 auf der Bühne vor dem Publikum machen, mit Kommentar von uns, ja, und es macht echt Spaß und die müssen dann ein paar Challenges da durchführen und es gibt 2 Runden, also in der ersten Runde einer fliegt raus, ja, also wer Dritter wird, fliegt raus und dann haben wir dann den letzten 2 und dann die kämpfen für die TM1 Weltmeisterschaft. Also das Ganze macht Spaß, wenn irgendjemand da auf die Bühne kommt, also in die ersten 3 kommt, sind die schon unglaublich werden die unglaublich bekannt und begehrt, würde ich sagen, weil die sind schon König oder Königinnen von TM1, wenn man das schon so weit kriegt. So, niemand soll Angst haben, da auf die Bühne zu kommen. Das macht nur Spaß und man kriegt viel, wie sagt man, Support. Support, man kriegt viel Unterstützung. Support, viel Rückendeckung vom Publikum. Rückendeckung. Ja, ein neues Wort. Oh, das hat man in London auch gespürt. Also man kann durchaus sagen, dass der ein oder andere von den 3, die dann auf der Bühne waren, doch eine gewisse Nervosität verspürt haben, weil ich glaube, es ist immer noch was anderes, dann auch vor so einem Publikum live zu coden, weil am Ende vom Tag geht es ja auch wirklich darum, man bekommt eine Aufgabe gestellt und dann entwickelt man ein TM1-Modell, eine TM1-Applikation und wie gesagt, dann werden dort Punkte verteilt und am Ende vom Tag werden wir dann mit Sicherheit einen neuen TM1-Weltmeister haben. Genau, ja. Cool. Ja, schön. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch sehr darauf. Ich hoffe natürlich wieder sehr stark mit der deutschen Brille, dass es endlich mal eine aus Deutschland wird. Wie gesagt, dass wir irgendwie noch mal was zu feiern haben. Auch bei den Weltmeisterschaften wird es ja sowieso nichts
bei der Europameisterschaft nächstes Jahr im Fußball mache ich mir auch nicht so viel Hoffnung. Dann wird es hoffentlich ein TM1 Weltmeister, der aus Ist das nicht Deutschland ein kommt. Handball oder irgendwas? Ja, Gerade Basketball. gut? Deutschland. Ja, Basketball da hast du vielleicht, recht. okay. Ja, doch, da hast du Schön, recht. okay. Ja, ja. Aber wir lieben und leben ja Fußball, wie du weißt. Klar. Nee, Fußball schön. und TM1. Ja. Genau. Das passt. Ja, du, ehrlich gesagt, mir hat's Spaß gemacht. Ich freue mich sehr, sehr auf den Anwendertag am 24. Oktober. Ich finde es super, dass du uns auch die Ehre erweist und aus Australien anreist und wir da im Endeffekt eine schöne Zeit miteinander verbringen. Und ich freue mich einfach auf den Event. Ich freue mich auch. Und zu alle, die jetzt dran denken, ob die da mitmachen oder nicht, einfach mach mal mit. Es macht nur Spaß. Man weiß nicht, wie weit man kommt. Vielleicht bist du der nächste Weltmeister oder Weltmeisterinnen. Ja? Also mal schauen. Wunderbar. Mach mit, ist was ich sagen will. Wunderbar. Also Ben, ich freue mich und eine gute Anreise wünsche ich dir. Mach's Danke, gut. Martin. Ciao. Mach's gut. You've just listened to 15 Minutes of TM1 with, brought to you by CubeWise, managing complexity in the business world.